Willkommen bei Nextmove. In diesem Video geht es um das neue Tesla Model 3 Standard Range Plus, also mit der kleinen Batterie. Man könnte es auch Volkstesla nennen, denn das Auto kostet seit der letzten Preissenkung nur noch 35.000 € nach Förderung. Aktuell kursieren verschiedene Videos und Forenbeiträge zu diesem Auto im Netz. Viele Nutzer sind unzufrieden und fühlen sich aktuell von Tesla alleingelassen und sogar getäuscht. Halbwissen und Hörensagen vermischen sich zu einer unscharfen Gemengelage. Mit diesem Video wollen wir mit geballtem Experten-Know-how aus dem Nextmove-Team für Aufklärung und Einordnung sorgen. Ich selbst habe das Auto über 6 Wochen intensiv getestet und dabei 1000 Testkilometer zurückgelegt und kann euch sagen, so krasse Testergebnisse hat uns bisher kein anderes E-Auto geliefert. Unser besonderes Augenmerk gilt den Tesla Model 3 aus chinesischer Produktion mit den neuen Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Wir zeigen die Vor- und Nachteile dieser Akkutechnologie, denn es geht ja nicht nur um Tesla, auch andere Hersteller setzen in Zukunft auf diese Akkus. Nach diesem Video werdet ihr verstehen, warum Lithium-Eisenphosphat-Akkus technisch eine besondere Herausforderung für alle Hersteller sind. Dafür haben wir mit einem Analysetool tief ins Auto gehorcht und beantworten diese Fragen. Wie gestalten sich die Probleme mit nutzbarer Kapazität, Reichweite und Verbrauch im Winter? Woher kommen die hohen Ladeverluste? Warum laden die Autos am Supercharger oft so langsam? Wie ticken diese Autos und mit welchen Strategien arbeitet Tesla gegen die Kälte? Wir zeigen euch die optimale Ladekurve vor und nach dem jüngsten Software-Update. Was muss man tun, damit das Auto schnell lädt? Wann sollte man im Alltag die Batterie vorheizen? Was sagt Tesla dazu und wie werden die Kunden bei Kauf und Nutzung informiert? Wir gehen heute hart mit Tesla ins Gericht, aber wir zeigen betroffenen Tesla-Fahrern auch einen ersten Silberstreif am Horizont. Wir sagen euch, welchen Akku die Kunden bekommen, die heute so ein Auto bestellen. Außerdem ordnen wir das Winterverhalten auch im Vergleich zu anderen Elektroautos mit ein. Wenn ihr ahnt, dass das Video spannend wird, dann gebt ihm jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Tesla hat 2020 rund 15.000 Model 3 in Deutschland ausgeliefert, davon ca. 70% mit der großen Batterie und Allradantrieb. 30% waren die Basis Standard Range Plus mit Heckantrieb und kleiner Batterie. Im Dezember lag der Anteil sogar bei 40%. Denn diese Variante kam zum ersten Mal aus chinesischer Produktion mit einer anderen Akkutechnologie und die Autos wurden mit einer zusätzlichen Preisreduktion von 3.000 € angeboten. Entsprechend mehr Kunden haben zugegriffen, aber nicht alle sind happy. Was sagen die Kunden zum neuen Model 3 aus China? Fangen wir mit dem Positiven an. Der äußere Zustand dieser Autos ist das Beste, was Tesla jemals gebaut hat. Moderne Fabriken bauen offenbar die besseren Autos. Lack- und Spaltmaße sind top, der Innenraum ist gut und man hört so gut wie nichts über Beschädigung oder Verschmutzung bei Auslieferungen. Auch das Fahrverhalten und die Innengeräusche sind gut, trotzdem sind viele Kunden massiv unzufrieden. Die Probleme beziehen sich auf den neuen Akku, die Reichweite und das Aufladen. Wir zeigen einige Stimmen von Besitzern aus den sozialen Medien. Also ein bisschen Ernüchterung ist eingetreten, mit 90% Akku nur 160 Kilometer weit gekommen. 150 kW Schnelllader, vorher 210 km/h über 10 Minuten zum Lader gefahren, momentan 29 kW Ladeleistung bei 26%, das ist viel zu wenig. Habt ihr Hilfestellung? Mein Model 3 lädt ausschließlich bis 80%. Den Akku gestern auf 10% gefahren, über Nacht an der Schuko-Steckdose geladen, bei 68% wurde der Ladevorgang abgeschlossen. Bin ich der einzige MIG-Fahrer, der nachts über von 420 Kilometer Maximum Range auf 350 Kilometer gekommen ist? Hatte vorhin noch 45% und 8 Stunden später nur noch 21%. Ich will doch dieses Auto nur verstehen. Das macht doch mittlerweile keinen Spaß mehr. 50 Kilometer zum Supercharger und heute insgesamt 250 Kilometer gefahren. Trotzdem kommen nur 50 kW. Mache ich was falsch? Nervt mich langsam echt, dass die Kiste so langsam lädt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Gar liegen geblieben ist unser Zuschauer Jopi und hat seine Bilder im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum geteilt. Sein Auto sprang auf der Autobahn innerhalb von 2 Minuten von 14 auf 0% Ladestand und hat sich abgeschaltet. Er konnte nur noch ausrollen und mit dem Abschlepper zum Supercharger. Dort hat das Auto dann sogar bei angezeigten 100% Ladestand noch sehr lange mit hoher Leistung von 40 Kilowatt weitergeladen. Natürlich fällt es in den sozialen Medien leichter, mal Dampf abzulassen, aber das war Feedback von echten Besitzern dieser Autos. Bisher klang das Feedback von Tesla-Neukunden genau andersrum. Probleme im Prozess und bei der Qualität, aber das Auto ist das Geilste, was es gibt und das Grinsen geht nicht mehr weg. Und jetzt genau das Gegenteil? Insofern scheint also tatsächlich ein echtes Problem mit den MIG vorzuliegen. MIG steht übrigens für Made in China.
Und das waren ja auch nur Berichte von Kunden, die sich vernetzen. Es gibt ja auch viele Kunden, die nutzen Facebook nicht, sind nicht stundenlang bei YouTube oder im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum unterwegs, sondern wollen einfach nur ihr Auto so benutzen, wie man es von einem Auto erwartet und wie der Hersteller es verspricht. Und wer nicht mitbekommt, dass es auch anderen Nutzern so geht, der muss zu Recht vermuten, dass sein Model 3 defekt ist oder man was falsch macht. Denn von Tesla gibt es zu dem Problem keinerlei Informationen. Viele haben sich mit dem Auto ihren persönlichen Traum erfüllt und mehr Geld investiert, als sie es zuvor jemals für ein Auto ausgegeben haben, auch wenn es nur die Basis ist. Langstreckentauglichkeit durch schnelles Laden und einfache Bedienung ist das zentrale Produktversprechen von Tesla, das sich bisher auch auf die Einstiegsmodelle bezog. Möglicherweise ist das jetzt anders. Dem wollen wir genauer auf den Grund gehen. Wie schlecht ist das Auto wirklich oder ist alles nur ein großes Missverständnis? So viel vorab, die Medaille hat, wie so oft bei Tesla, 2 Seiten, also unbedingt das Video bis zu Ende schauen und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Enttäuschte Erwartungen, Probleme und negative Erlebnisse kann es bei allen E-Autos geben, besonders im Winter. So richtig ärgerlich ist es eigentlich nur dann, wenn ich mich als Käufer für ein E-Auto entschieden habe, das mir gefällt und das in den Katalogdaten überzeugt, aber dann in der Realität nicht zu meinem konkreten Anforderungsprofil passt. Um solche teuren Fehlentscheidungen zu vermeiden, gibt es Nextmove. Auf unserem YouTube-Kanal stellen wir die Autos nicht nur vor Marktstart als Review vor, sondern wir testen sie auch nach Auslieferung auf Herz und Nieren im Alltag, denn erst dann treten die Probleme bei neuen Modellen hervor. Dabei sind wir weder emotional noch kommerziell an irgendeine Marke gebunden. Über YouTube erreichen wir Hunderttausende Menschen. Über unsere Vermietung haben zudem jedes Jahr tausende Kunden die Chance, diese Autos selbst im Alltag zu testen. Wir haben deutschlandweit an 12 Standorten rund 400 E-Autos in der Flotte, darunter über 40 Tesla. Für den eigenen Test oder um den Partner, Mitarbeiter, Kollegen oder den Chef vom richtigen E-Auto zu überzeugen. Ich kann euch sagen, ein großer Teil unserer Mieter entscheidet sich nach dem Alltagstest oft für ein anderes Auto, als ursprünglich angefragt wurde. Die Probleme der Kunden mit den neuen Autos sind ganz offenbar der Akku und die Software. Eigentlich beides Themen, bei denen Tesla eine Vorreiterrolle innehat und trotzdem läuft es bei diesem Modell nicht rund. Nun könnte man meinen, es gibt doch Datenblätter und Kataloge. Da soll sich doch bitte jeder vorher informieren, was er bekommt und sich nicht hinterher beschweren. Bei Tesla ist das nicht so einfach. Prospekte, Preislisten und technische Datenblätter gibt es nicht. Auf der Homepage werden nur grobe Daten angezeigt. Die Reichweite nach WLTP wurde mit 440 Kilometer angegeben und damit sogar mehr als für die früheren Fahrzeuge aus US-Produktion. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 Kilometer und die Beschleunigung von 0 auf 100 beträgt 5,6 Sekunden. Das war's an Daten zu Akku und Antrieb. Eine echte Leistungsangabe gibt es nicht. Auch zur Batteriekapazität gibt es bei Tesla keine Infos vor dem Kauf. Auch zum zentralen Kaufargument Schnellladen gibt es bei Tesla keine Werksangabe. Das war vor einigen Jahren noch anders. Denn schnelles Laden ist ja bei Tesla ein Software-Feature, das sich im Lebenszyklus eines Fahrzeuges nach Belieben des Herstellers ändern kann. Tesla legt sich daher bei den Daten nicht mehr fest, um sich später nicht daran messen lassen zu müssen. Auf der Homepage heißt es dazu lediglich bis zu 275 Kilometer in 15 Minuten nachladen. Diese Aussage bezieht sich natürlich auf den großen Akku unter Idealbedingungen. Wie schnell die kleinen Akkus laden, erfährt der Kunde nicht. Aber was für einen Akku hat mein Auto überhaupt? Dazu gibt die Bedienungsanleitung Auskunft. Flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Batterie. Das kann natürlich alles sein, kein Zelltyp, keine Kapazitätsangabe, nichts. Der Kunde kauft das Auto quasi blind im Vertrauen auf Reichweite und Beschleunigung. Im Verkaufsprozess hat Tesla die Kunden der MIG-Modelle meist telefonisch informiert, dass wahlweise ein Modell aus China mit 3.000 € Preisnachlass und fortschrittlicher Akkutechnologie im Dezember geliefert werden kann, bei der man den Akku im Alltag immer auf 100% laden kann oder man alternativ auf ein Facelift-Modell im Februar warten muss. Aber soll der Akku nicht eigentlich eine Verbesserung sein? Ja, in vielen Punkten ist das auch so. Das Datenblatt des Tesla-Akkus ist natürlich Geheimsache. Die Zellen werden zugeliefert von CATL, einem Zellmarktführer aus China. Aber vergleichbare Akkus gibt es schon viele Jahre und vieles ist bekannt. Schauen wir auf die Vorteile. Eine hohe Anzahl von Ladezyklen, bis zu 10.000 sind möglich. Das heißt, der Akku sollte das Auto bei weitem überleben. Über 2 Millionen Kilometer sind möglich. Ein breiter Temperaturbereich, hohe Belastbarkeit und gute Schnellladefähigkeit von theoretisch bis zu 150 Kilowatt beim Model 3. Die geringe Gefahr für thermisches Durchgehen, darunter versteht man eine Selbstentzündung, die durch ein Übergreifen auf Nachbarzellen zur Kettenreaktion wird.
Ein hoher elektrischer Wirkungsgrad für den Gesamtzyklus aus Ladung und Entladung von zusammen größer 91%, geringe Selbstentladung im Stand von ca. 3 bis 5% im Monat, bessere Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung durch Verzicht auf Kobalt und bei Tesla auch auf Nickel, bei zugleich einfacher Recyclingfähigkeit. Und natürlich deutlich geringere Kosten im Einkauf für den Hersteller. Wo liegen die Nachteile und Probleme? Deutlich höheres Gewicht beim Model 3, immerhin knapp 150 Kilo für die kleine Batterie. Zur Kälteverträglichkeit ist nicht viel bekannt. Einzelne Hersteller nennen minus 45 Grad als Grenze für Ladung und Entladung. Ein sehr flacher Spannungsverlauf beim Laden und Entladen erschwert eine Bestimmung des Ladestandes. Dazu gleich mehr. Unsere Quellen dazu verlinken wir unten. Mit dabei auch 2 Artikel von Journalist Christoph Schwarzer, der sich intensiv mit den gleichen Themen auseinandergesetzt hat und zum gleichen Schluss kommt. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Jetzt aber zu den Testergebnissen. Grundsätzlich geht es in diesem Video immer nur um die Basisvariante mit kleiner Batterie und Heckantrieb aus China. Bei allen Tests lagen die Außentemperaturen im Bereich von minus 5 bis plus 5 Grad Celsius, meist um 0. Wir beginnen mit dem Schnellladen. Stellt euch vor, ihr seid im Winterurlaub angekommen, habt keine Lademöglichkeit und wollt am nächsten Morgen mal schnell zum Supercharger. Oder ihr wollt ein Model 3 kaufen, habt aber keinen eigenen Ladeplatz und wollt mit gelegentlichen Schnellladen im Alltag euren Energiebedarf decken. Film ab. Auf geht's, da hinten steht das gute Stück, ein bisschen Eis ist noch drauf hier auf der Nase. Es war Frost heute Nacht, so minus 2 Grad. Ich habe ihn jetzt nicht vorgeheizt und auch noch nicht aufgeschlossen, sondern werde jetzt gucken, 20% Ladestand. Ich will mal eben schnell laden, ob das überhaupt funktioniert mit diesem Auto und mit diesem Akku. 4 Minuten Anfahrt, stecken wir mal an. Zack. So sieht es also aus. Er nimmt hier ungefähr 12 kW. Wir schauen mal ins Auto. Und da sehen wir 9 Kilowatt Leistung. Ich kann auch die Klimaanlage ausmachen. Und 1 Stunde Ladezeit auf 100%, das passt natürlich nicht, es sei denn, er würde sich jetzt rasant den Akku aufheizen. 12-13 Minuten later ungefähr. Die Ladestation ist übrigens ein Schnelllader der Telekom, Comfort Charge heißt das, und bietet ungefähr so viel Leistung wie ein Supercharger der 2. Generation. Das Auto hätte also die Möglichkeit, über den Stromanschluss auch Strom zu beziehen, um den Akku zu heizen, um schnelleres Laden zu ermöglichen. Und wir schauen mal auf die Werte. Das Auto zeigt immer noch 8-9 Kilowatt Ladeleistung und 1 Stunde. Das passt natürlich nicht zusammen. Und diese 1 Stunde wäre nur so zu erklären, wenn er jetzt ordentlich den Akku heizt, um dann in der Ladeleistung nach oben zu gehen. Aber in den letzten 10 Minuten hat sich hier nichts getan bei der Ladeleistung, zumindest nicht nach oben. Soweit so schlecht, bis dahin aber noch kein Problem des China-Teslas, sondern so ziemlich alle E-Autos hätten sich in dieser Situation so oder so ähnlich verhalten, auch die teuren Teslas oder ein Porsche Taycan. Das war jetzt sehr enttäuschend, das hatte nichts mit Schnellladen zu tun, aber wir wissen ja, Tesla kann sich den Akku vorheizen, wenn man zum Supercharger fährt. Da gibt es also keinen Knopf dafür, sondern aus dem Navi heraus erkennt er, man fährt zum Supercharger. Braucht natürlich auch eine gewisse Anfahrt, je nach Temperatur weiß das Auto, wann er anfangen muss, wie viel Zeit es noch ist bis zum Ladestopp, um den Supercharger vorzuheizen. Und das machen wir jetzt mal. Wir nehmen also mal Nempitz in die Navigation. Nempitz ist also der nächstgelegene Supercharger. Und da oben ist jetzt erschienen, er heizt die Batterie vor und wir haben aber noch 14 Minuten. Das heißt, wir machen einen kleinen Trick und fahren einen kleinen Umweg, um ihm etwas mehr Zeit zu geben, vorzuheizen. Oben jetzt 11:22 Uhr und wir fahren einen kleinen Umweg. 25 Minuten sind rum, 30 Kilometer gefahren. Er zeigt immer noch an, dass zum Schnellladen vorkonditioniert wird. Und jetzt fahren wir an die Ladesäule und wir gucken mal, ob das schon ausreicht. So sieht es hier aus, 10% Ladestand, 30 Kilometer gefahren, 20 Kilowattstunden der Verbrauch im Durchschnitt. Da ist natürlich der Verbrauch von der Akkuheizung mit drin. Allerdings bin ich eben soft gefahren. Man kann den Akku ja auch warm fahren durch schnelles Fahren. Aber ich wollte ja bewusst gucken, was macht das Auto, um schnelles Laden zu ermöglichen. Ankunft am Tesla Supercharger, aber ich muss natürlich nicht bei Tesla laden, sondern ich habe mich mal für Ionity entschieden gegenüber. Wir schauen mal, was er macht. Seit ungefähr 10 Minuten steckt er dran und am Anfang hat er kurz 45 Kilowatt Ladeleistung genommen. Jetzt sind 10 Minuten um. Mal gucken, ob es jetzt besser oder schlechter geworden ist. Ich drehe euch mal. Und wir sehen in der unteren Zeile 33 Kilowatt Ladeleistung. Hier oben die Zeit.
Nochmal die andere Grafik. Das zieht sich, das ist zäh. Und wir gucken nochmal ins Auto. Da verschwindet wieder Strom. Die Ladesäule sagt 33 Kilowatt und der Tesla sagt 27 Kilowatt. Ob da jetzt für die Akkuheizung was drauf geht, Innenraum heizt auch, aber der war vorher schon warm, da gehen hier höchstens 1-2 kW weg. Und wenn er den Akku weiter heizt, dann müsste ja die Ladeleistung mal nach oben gehen. Und immerhin 10 Minuten stehen wir auch hier schon. Ihr seht, auch das Vorklimatisieren hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Schauen wir auf den Akku. Was sehen wir? Ganz links in der Grafik Anfahrt. Losfahren bei kaltem Akku mit 2 Grad führt nicht dazu, dass das Batteriemanagement den Akku heizt. Die meisten deutschen Elektroautos würden in diesem Zustand den Akku heizen. Dann beim ersten Ladestopp mit ca. 10 Kilowatt Ladeleistung heizt er den Akku, schafft es aber in 15 Minuten nur von ca. 2 auf 5 Grad Celsius, ohne dass sich die Ladeleistung verbesserte. Dann weiter, die Navigation zum Supercharger aktiviert die Vorheizfunktion. Diese erhitzt den Akku nach 30 Minuten Fahrt auf 13 Grad Celsius. Ein VW ID.3 hätte jetzt schon mit ca. 60 kW geladen, das Model 3 schafft nur die Hälfte. Nach 15 Minuten Laden war der Akku dann immerhin bei 17 Grad, aber die Ladeleistung war mit 30 Kilowatt immer noch unbefriedigend. Für den normalen Nutzer wäre an dieser Stelle vermutlich Schluss mit lustig und er würde sich an Tesla wenden. Für mich ist das natürlich eine sportliche Herausforderung. Ein Testvideo ohne optimale Ladekurve entspricht nicht unserem Standard. Wir wollen den Dingen gerne auf den Grund gehen und das tun wir heute. Es kommen noch einige weitere Grafiken. Wenn euch die Werte nichts sagen, dann konzentriert euch einfach aufs gesprochene Wort. Aber das Laden muss doch besser gehen. Und ich kann ja bei Tesla auch im Stand den Akku vorheizen. Aber reicht das aus? Jetzt wollen wir schauen, ob wir den Adler mal zum Fliegen kriegen. Es sind 0 Grad draußen. Im Innenraum sind 2 Grad. Der Akku ist auf 2 Grad. Das sagt mir das Auto nicht. Das habe ich mir aber über die Diagnose ausgelesen. Und habe jetzt eben die Vorklimatisierung gestartet. Sofort ging das Symbol an, dass das Auto den Akku mitheizt. Und wir wollen jetzt mal gucken, was wir alles tun müssen, um volle Schnellladeperformance zu bekommen. Und wir machen 3 Sachen. Erstens, wir heizen den Akku im Stand jetzt mit vor. Zweitens, wir nehmen direkt beim Start den Supercharger ins Navi, und zwar einen Supercharger in ungefähr 100 Kilometer Entfernung, dass er auch ein reales Langstreckenszenario hat und weiß, dass ich dort schnell laden will. Und als drittes, German Autobahn, wir fahren ein bisschen schneller, mal sehen, was die Straßenverhältnisse und die Straßenlage zulassen. 150, 160 Kilometer pro Stunde sind da auf alle Fälle angestrebt, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal, so ungefähr in 1,5 Stunden steht dann der erste Ladevorgang an, wie warm der Akku ist und wie schnell das Auto lädt. Jetzt ist er offenbar fertig, 1 Stunde und 20 Minuten sind vergangen, 79% Ladestand hat er noch, also ein Fünftel ist quasi weggegangen, aber der Akku ist jetzt kuschelig warm auf 23,5 Grad. Dann werden wir mal losfahren jetzt. Ich bin wieder unterwegs auf unserer Hausstrecke rund um Leipzig, das Autobahndreieck, wo man flott um die Runde kommt. Je nach Verkehrslage, das sieht jetzt hier ganz gut aus, ich zeige euch gleich mal noch vorne raus. Ich habe mir den erstbesten Supercharger ins Navi geworfen, 80 Kilometer ab zu Hause, und er hat sofort die Vorkonditionierung für die Batterie wieder gestartet. Und ich bin unterwegs auf unserer Hausstrecke rund um Leipzig, das heißt, werde mehrfach die Autobahn und die Richtung wechseln und aber dann immer einen plausiblen Supercharger, also einen in jeweiliger Fahrtrichtung, in Akkureichweite in das Navi werfen, um dem Auto reale Langstrecke zu suggerieren und mal gucken. Ich bin jetzt bei 72% und will ihn leer fahren, ob er wirklich die ganze Zeit weiter den Akku noch heizt oder ob er zwischendurch irgendwann aussteigt und sagt, er ist voll, und mit welchen Daten wir ankommen und wie schnell wir dann laden. Ich drehe euch nochmal. Im oberen Bereich sieht man die Vorklimatisierung der Batterie, das zeigt er dauerhaft an, und Verkehrslage ist Straße trocken und einigermaßen Verkehr, auch ein paar LKWs heute unterwegs, und ich werde jetzt 124 mal noch auf Tempo 150 km/h nach oben gehen. Und siehe da, er hat jetzt sich entschieden, den Akku nicht mehr zu heizen. Supercharger ist als Ziel im Navi und 25 Grad Akkutemperatur sind erreicht. Und das reicht, glaube ich, noch nicht für schnelles Laden, aber wir haben ja noch ein Stück Fahrt vor sich. Das Auto ist ja nicht dumm. Und mal gucken, ob er die Heizung noch mal anwirft und wie sich die Temperaturkurve bei der Geschwindigkeit weiterentwickelt. Seit dem Start bin ich jetzt 75 Kilometer unterwegs. Da war aber noch die Anfahrt zur Autobahn dabei, also 60 Kilometer Autobahn.
Der Akku steht bei 29 Grad und ich habe den Supercharger eben nochmal gewechselt auf einen in Entfernung 50 Kilometer und prompt hat er die Akkuheizung oder die Vorkonditionierung wieder angeworfen. Es geht also weiter nach oben in der Akkutemperatur. Angekommen am Ziel, der Akku ist auf 33 Grad. Wir schauen mal auf die Werte. Außentemperatur immer noch 1 Grad, das war im Bereich 1 bis 2 Grad. Wir haben noch 6% Ladestand im Akku, haben rausbekommen während der ganzen Fahrt natürlich nur 34 Kilowattstunden, weil wir ja 20% des Ladestandes vorher in Standheizung quasi und Akkuheizung investiert haben. Überraschend niedrig ist der Verbrauch mit nur knapp über 24 Kilowattstunden, obwohl ich teilweise 160 gefahren bin. Und Reichweite bei dieser Fahrweise, ein paar Kilometer wäre ich noch gekommen, also grob 150 Kilometer mit 80% Ladestand losgefahren. Da drüben ist der Tesla Supercharger. Ich habe mich aber entschieden für diese Ladestation, für Ionity, weil wenn dann doch noch ein Tesla kommt, dann teilt man sich die Leistung. Ich will aber volle Leistung haben und außerdem sehe ich hier auch noch, was die Ladesäule anzeigt und muss mich nicht auf die Daten des Fahrzeugs verlassen. Und los geht's. Wir schauen, wie er hochzählt, direkt im Fahrzeug am Display. 50 kW, 60 kW, 80 kW, 100, wow, 120 kW. Das ist ein selten gesehener Wert unter den Freunden der China-Teslas, aber nur kurz angetippt. Und jetzt zählt er runter und das ist bekannt, die Ladekurve ganz kurz testet er das Ladeniveau an und zählt dann nach unten. Und wir lassen mal die Kamera laufen und schauen uns dann nochmal die Ladekurve an. Interessant, in diesem Bereich erhält die Ladeleistung einigermaßen konstant, dass draußen an der Ladesäule 7 bis 8 Kilowatt mehr Leistung aktuell angezeigt werden. Ob er sich dann weiter den Akku heizt oder vielleicht sogar kühlt? Geht doch. Natürlich noch nicht berauschend, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das Optimum der Ladekurve sauber abgefahren haben. Wir zeigen euch nochmal den Temperaturverlauf im Akku. Von 2 auf 43 Grad Celsius in 4 Stunden Testzyklus. Bei ca. 40 Grad Akkutemperatur hatte das Auto die Batterieheizung abgeschaltet. Danach ging die Temperatur noch leicht nach oben und die Kurve flachte ab. Gekühlt wurde der Akku aber nicht. Diese Information geht übrigens nicht aus der Grafik hervor und wurde separat ermittelt. Zum Vergleich: Wie sieht das aus, wenn ich ohne Vorheizen losfahre und den Supercharger nicht ins Navi nehme? Auch das zeigen wir euch. Bei 120 Kilometer pro Stunde den Akku einmal komplett leer gefahren, ergibt sich folgendes Bild. In Blau: Der Heizkreis läuft dem Akku flach mit 3 bis 5 Grad voraus. Vermutlich wurde auch hier der Akku die ganze Fahrt mitgeheizt, obwohl kein Supercharger als Zieleingabe im Navi verwendet wurde. Möglicherweise wird sogar die Abwärme aus dem Motor dafür genutzt. Am Ende dieser Leerfahrt stehen wir immerhin bei 22 Grad Akkutemperatur, was aber noch nicht für volle Ladeleistung reicht. Denn zuvor hatten wir es ja auf 33 Grad geschafft. Doch zurück zur schnellen Testrunde und dem anschließenden Ladevorgang. Auch die Ladekurve zeigen wir euch zuerst als Rohdaten direkt aus dem System. Was technisch versierten Nutzern auffällt, ist der total krasse Spannungsverlauf in Blau. Im Bereich zwischen 8 und 95% Ladestand laut Display ist die Differenz in der Spannung nur ca. 1 Volt. Dazu später mehr, es wird noch verrückter für die Technikfans. Was die meisten von euch kennen, ist eine schöne Ladekurve und da ist sie. Hier sieht man nochmal gut, dass die hohe Ladeleistung von am Start 120 Kilowatt nur ganz kurz anliegt und das Auto eigentlich nur mit maximal 75 Kilowatt lädt und damit langsamer als die Konkurrenz von VW, zum Beispiel ein ID.3 mit mittlerer Batterie. Eine weitere Grafik zeigt euch nochmal 2 Werte in einem, nämlich Ladestand und Ladeleistung im Verlauf der Zeit. Nach ca. 32 Minuten hatten wir den Akku von 6 auf 75% geladen. Das wiederum ist jetzt nicht so schlecht. Die Erwartungshaltung vieler Kunden sieht aber zu Recht so aus. Wir zeigen euch eine Ladekurve von Fastnet für das Model 3 Standard Range aus US-Produktion. In der Spitze sind fast 175 Kilowatt möglich. Die 100 kW werden erst bei 45% Ladestand unterschritten. Das ist schon eine andere Welt. 2 Fragen fand ich noch sehr spannend. Was kostet mich denn als Nutzer so ein Vorheizvorgang, wenn ich ihn voll durchlaufen lasse? Dazu zeigen wir nochmal die Heizleistung im Stand über die Zeit.
Fast 75 Minuten zieht das Auto 6 bis 9 Kilowatt aus dem Akku und heizt ihn damit auf 22 Grad. Diese Akkupflege kostet einmalig ca. 3 Euro, aber das Auto hat ja während der Fahrt noch weiter geheizt. Insgesamt braucht man grob 2 Stunden fahren oder und vorheizen und ich schätze ungefähr 5 Euro an Wärmeinvestitionen in den Akku bei den Temperaturen im Test. Da wäre es doch schön, wenn der Akku nicht nur den Strom, sondern auch die Wärme eine Weile speichert. Bleibt der Akku über Nacht wenigstens einigermaßen warm, damit ich am nächsten Tag nicht nochmal so viel Energie verballern muss, um ordentlich schnell laden zu können? Da muss ich euch leider enttäuschen. Am nächsten Morgen war der Akku von über 40 Grad Celsius auf 5 Grad ausgekühlt. Wie sieht das jetzt aus mit der neuen Software? Am Wochenende gab es ein Software-Update für das Auto und wir haben gehört, bei der Ladeleistung soll sich was verbessert haben. Das testen wir, jetzt sind minus 4 Grad draußen. Ich habe ihn vorgeheizt und schon eine Änderung gesehen. Der Akku wird nur noch bis 17 Grad geheizt. Ich bin gespannt, ob ich mehr Ladeleistung bekomme. Ihr schaut das Video zu Ende und am Ende des Videos gibt es die neuen Werte vom Schnelllader. Ich kann euch aber an dieser Stelle schon mal einen sehr überraschenden Bestwert versprechen. Zunächst aber Reichweite und nutzbare Batteriekapazität. Die Reichweite ist zwar im Alltag nicht immer so wichtig, aber für viele Kunden ein entscheidendes Kaufkriterium. Wenn man die Kommentare eingangs des Videos so gehört hat, dann liegt auch dort einiges im Argen. Also habe ich auch das für euch getestet. Film ab. Auf geht's zum Reichweitentest. Draußen sind jetzt 3 Grad, Akku ist voll geladen. Ich habe ihn auch ein zweites Mal noch gestartet, der hängt jetzt noch an der Wallbox, um nochmal reinzudrücken, was reingeht. Ladestand wird angezeigt mit 92%, aber er ist voll, er nimmt keinen Strom mehr. Und Akkutemperatur ist bei 13 Grad, also nicht so kalt. Und Witterungsverhältnisse sind trocken, windstill und ich fahre mal los. Autobahntempo 120, ungefähr 12 Kilometer Anfahrt zur Autobahn. Und dann gucken wir mal, wie weit uns das Model 3 heute bringt. Unterwegs auf der Autobahn, auf unserer Hausstrecke rund um Leipzig, nur komplett Autobahn im Kreuz oder im Dreieck immer schön rechts rum, dass wir hier flüssig und nahezu rekuperationsfrei, also optimal bei hoher Geschwindigkeit durchkommen. Die 120 Kilometer pro Stunde kann ich problemlos halten. Das ist laut Tacho gefahren, GPS habe ich es eben überprüft, ungefähr 1,5 Kilometer pro Stunde Abweichung. Und jetzt ist mal ein LKW vor mir, jetzt muss ich mal die Spur wechseln. Und Temperatur ist jetzt bei 4 Grad. Zwischen 3 und 4 springt es immer so hin und her. Ansonsten fährt sich das Auto gut. Innenraumgeräusche sind sehr leise, ist ganz gut gedämmt, gut verarbeitet, kein Windpfeifen. Habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwo reinzieht. Und Klimaanlage habe ich mir eingestellt auf 21 Grad Celsius. 200 Kilometer sind vorbei. Genau hier ist die Ausfahrt zum Supercharger. Da fahre ich aber noch nicht raus, denn ich bin noch nicht ganz leer. Und werde noch eine Ausfahrt nehmen. Mal sehen, wie weit das ist. Es wird schon noch reichen. Und dann noch bis nach Hause fahren und mal gucken, wie viel Kilowattstunden wir Entnahme dann am Ende aus dem Akku rausbekommen haben. Und wie weit die Reichweite denn war. Und Luftdruck haben wir übrigens auch gecheckt vorher. Jetzt, wo die Reifen warm sind, liegt er ungefähr bei 3,0 Bar. Und im Winter muss man immer ein bisschen aufpassen, dass wenn man da länger nicht geschaut hat, dass man auch genug drauf hat. Ich bin wieder gelandet zu Hause. Es scheint nicht die Sonne, der Strahler ist hier an vom Bewegungsmelder. Ich drehe euch mal und wir gucken mal, wie weit ich gefahren bin. Und wie viel noch drin ist im Akku. Ihr seht, der Akku ist leer. Und gefahren bin ich 228 Kilometer, im Schnitt 19,2. Das ist soweit auch ganz in Ordnung. Was verwunderlich ist, ist der Wert in der Mitte, 44 Kilowattstunden Entnahme seit der Vollladung. Und ich hatte ihn ja richtig voll geladen. Das ist eigentlich ein bisschen wenig und damit erstmal zurück ins Studio. Ihr habt es gesehen, so ganz rund lief das noch nicht. Zum Start nur 92% angezeigter Ladestand, trotz Vollladung. Das ist eine Besonderheit des China-Akkus, das erklären wir gleich noch. Aber doppelt hält besser. Wir gehen für euch die Extrameile. Wir machen das Ganze noch einmal. Film ab. Ach nee, doch nicht. Ihr wollt ja kompakte Videos mit hoher Informationsdichte für euer Kanalabo. Hier sind die Zahlen. Der Verbrauch ist nahezu identisch. Das spricht für einen guten Testfahrer und für eine gute Teststrecke. Aber 10 Kilometer mehr Reichweite, wobei ich am Ende noch ca. 3 Kilometer in die 0% hineingefahren war. Also grob 230 Kilometer Reichweite bei 120 Kilometer pro Stunde. Natürlich ist immer noch Winter, im Sommer sind da locker 30% mehr drin. Was schlecht ist, muss man klar sagen, ist eine relativ geringe Nettoentnahme laut Bordcomputer.
Im Fahrzeugschein sind bei dem Auto 55 Kilowattstunden eingetragen. Ob brutto oder netto, wer weiß das schon? Tesla habe ich diese und andere Fragen schriftlich und zweisprachig gestellt, aber man wollte mir nicht antworten. Man könnte fast denken, die reden nicht so gerne mit ihren Kunden. Zum Vergleich zeigen wir euch noch ein leer gefahrenes Model 3 aus US-Produktion. Dort hat der Nutzer 51 Kilowattstunden rausbekommen, auch 52 habe ich schon gesehen. Also eine Differenz von 5 bis 7 Kilowattstunden verglichen mit dem Testfahrzeug. Aber dazu gibt es eine Erklärung im technischen Teil. Bis jetzt sind ja alles noch praxisbezogene Themen. Sehr praxisrelevant ist auch das Thema Übergewicht. Da hatte ich mit einem Audi e-tron 55 schon mal ein spannendes Erlebnis. Der wog nämlich satte 120 Kilo mehr als in den Papieren angegeben. Also bin ich auch mit dem Tesla Model 3 auf die Waage. Auf der Tesla-Homepage steht ein Gewicht von 1745 Kilogramm. Diese Angabe ist ohne Fahrer. Das Ergebnis seht ihr im Bild, 1760 Kilo. Aber im Auto lagen die Ladekabel und unser Testfahrzeug war mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Insofern alles okay, kein heimliches Übergewicht. In den Papieren eingetragen wird das Gewicht inklusive Fahrer. Bei unserem Testwagen 1825 bis 38 Kilo. Die zulässige Gesamtmasse liegt bei 2139 Kilo. Das macht ca. 300 Kilo Zuladung. Vampirverluste und Ladeverluste. Der Begriff Vampirverlust ist eigentlich ausschließlich mit Tesla verbunden. Er bezeichnet die Eigenverluste des Fahrzeuges im Stand. Man muss klar sagen, dass Tesla in dieser Disziplin in einer eigenen Liga spielt. Ich kenne kein anderes Serien-E-Auto, das beim Rumstehen so viel Strom zieht wie Tesla. Was sagt Tesla selbst dazu? Wir schauen in die Bedienungsanleitung und finden 1% pro Tag. Und ihr wisst ja, wie es ist mit diesen Herstellerangaben. Die beschreiben meist eher den optimalen Fall. Auch Tesla verweist auf Sonderfaktoren. Bei mir im Test waren es im Verlauf von einer Woche Nichtnutzung 14%, also ungefähr 2% pro Tag. Je nach Softwarestand und Nutzung der digitalen Dienste wie Wächtermodus oder App-Abfragen kann dieser Wert natürlich in beide Richtungen abweichen. Bei 2% pro Tag sind es aber 100 € Stromkosten im Jahr. Zum Vergleich, 100 € im Jahr entspricht ungefähr der Grundgebühr im Ladetarif bei Volkswagen, um bei Ionity mit 30 Cent pro Kilowattstunde laden zu können. Stichwort Volkswagen, auch dort haben wir eine Quelle zum Vergleich. VW sagt 1 bis 2% pro Monat an Standverlusten. Die Vampirverluste landen aber natürlich nicht auf der Verbrauchsanzeige im Bordcomputer. Wenn ihr also die Ladeverluste selbst ermittelt und das Auto zuvor über mehrere Tage genutzt habt oder eben auch nicht genutzt habt, dann werden euch die rechnerischen Ladeverluste entsprechend höher ausfallen, weil ihr natürlich auch diesen ungezählten Verbrauch beim Nachladen zusätzlich mit ausgleichen müsst. Für unsere Ermittlung der Ladeverluste wollten wir diese Größe ausklammern. Wie geht das? Auto einfach am Stück möglichst von 100 auf 0% leer fahren und dann beim Aufladen nachmessen. Und das haben wir zweimal für euch gemacht. Versuch 1. Entnahme laut Bordcomputer 43,74 Kilowattstunden, nachgeladen an einer 11 kW Station mit geeichtem Zähler, geladen laut Fahrzeug 51 Kilowattstunden. Die geeichte Ladesäule zeigte einen Wert von 52,12 Kilowattstunden und damit rechnen wir auch. Die Differenz beträgt 8,38 Kilowattstunden und das sind mal eben satte 19,2% Verluste. Das ist kein guter Wert. Nochmal zum Verständnis, wir sprechen hier von Ladeverlusten, aber wir können die Verluste direkt beim Ladevorgang weder messen noch berechnen. Was wir erfassen und hier zeigen, sind die Abweichungen zwischen dem Verbrauch laut Bordcomputer und dem Bezug an der Ladestation und damit dem, was am Ende wirklich verbraucht wurde und bezahlt werden muss. Sogar die vorausgegangene Fahrgeschwindigkeit hat einen Einfluss auf diese Werte. Wenn euch dieser Zusammenhang interessiert, dann schaut gerne nochmal in unserem Video zu Wallboxen und Ladeverlusten mit 3 Fahrzeugen im Test. Effiziente Fahrzeuge kommen in dieser Disziplin auf Werte von 8 bis 13%. Warum hat nun das Model 3 so hohe Verluste von 19%? Hat Tesla etwa ineffiziente Technik verbaut? An dieser Stelle können wir Entwarnung geben. Es ist ja Winter und wir haben schon gesehen, dass unser Testkandidat die Kälte nicht so mag. Der Ladevorgang erfolgte nicht direkt nach der Leerfahrt, sondern es war eine Nacht Standzeit dazwischen. Wir wollten das Auto an seine Grenzen bringen, um euch Erkenntnisse zu liefern. Was ist passiert über Nacht? Der Akku kühlt wieder aus, im konkreten Fall von 23 auf 3 Grad Celsius und erst dann wurde der Ladevorgang auf den kalten Akku gestartet. Kalter Akku heißt höherer Innenwiderstand. Das verschlechtert die Effizienz nicht nur beim Fahren, sondern natürlich auch beim Laden. Und dann ist noch was Kurioses passiert. Das Model 3 heizt erstmal den Akku. Eigentlich unsinnig, denn beim Normalladen ist ja der Nutzeransatz eigentlich, ich bin gekommen, um zu bleiben.
Das heißt, die Ladezeit ist mir relativ egal, anders als am Supercharger. Aber offenbar will Tesla den Akku nicht so kalt laden. Das heißt, geladen hat er schon, aber zunächst wird parallel mitgeheizt. Wir schauen auf die Werte. Konkret Spannung und Stromstärke auf dem Akku. Diese ergeben multipliziert die Ladeleistung. Das Auto hat sich laut Anzeige mit 11 kW an der Ladesäule bedient, aber davon landen über 35 Minuten nur 7 kW im Akku und 4 kW nimmt er zum Heizen. Hat er wirklich geheizt? Auch das zeigen wir euch. Die Akkuheizung in Blau läuft in dieser Zeit hoch auf ca. 27 Grad und der große, schwere Akku zieht träge nach auf ca. 12 Grad Celsius. Dann schaltet die Heizung ab und die 11 kW landen komplett im Akku. Was heißt das jetzt für unseren kompletten Ladevorgang? Hier nochmal die Übersicht mit aufgearbeiteten Daten, die Ladeleistung in Blau und zu Beginn nochmal die Stufe durch die Akkuheizung. Die Verluste für den zusätzlichen Heizvorgang lagen bei ca. 2,3 Kilowattstunden. Wenn wir das Auto aber nun direkt nach dem Fahren auf den warmen Akku geladen hätten, wären diese Verluste natürlich nicht angefallen. Wir rechnen sie also raus und landen bei 13,9% Ladeverlusten. Für Winter ist das absolut in Ordnung. Im Sommer sind sicher 10% möglich. Natürlich erwärmt sich der Akku auch beim Laden ohne zusätzliche Heizung. ID.3 und Kia e-Niro hatten ca. 1 Grad Erwärmung pro Stunde Ladung mit 11 kW im Winter. Beim Model 3 sind es ca. 2 Grad pro Stunde und am Ende ist der Akku wieder über 20 Grad Celsius. Die blau dargestellte Treppe zeigt übrigens den Wert für die Außentemperatur. Und das wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt zum Losfahren, zumindest wenn ihr am gleichen Tag noch schnell laden wollt. Ladetest Nummer 2, da habe ich noch was anderes ausprobiert. Auto wieder von 100 auf 0% gefahren, Entnahme laut Bordcomputer 45,63 Kilowattstunden, aber jetzt keine Ladung an einer Wallbox, sondern mit dem Tesla UMC, also das Notladekabel für Haushaltssteckdosen. Das Gerät kann eigentlich mit 13 Ampere laden, das wären 3 kW, das kann aber so manche Haushaltssteckdose zum Schmelzen bringen. Daher habe ich gedrosselt auf 10 Ampere, ca. 2,3 kW. Diesmal haben wir das Auto direkt noch mit 22 Grad warmem Akku angesteckt. Der Ladevorgang dauerte ca. 24 Stunden und der Akku kühlte dabei auf ca. 7 Grad ab, denn die Nacht war mit -5 Grad relativ kalt für unsere Verhältnisse. Das Auto zeigte am Ende 53 geladene Kilowattstunden. Im Bild sieht man, dass er noch lädt, aber das war nur vom Türöffnen und Heizung starten. Der Wert an der Ladesäule zeigte diesmal eine höhere Abweichung zum Fahrzeugwert, nämlich 56,56 Kilowattstunden. Das sind fast 11 Kilowattstunden Ladeverluste absolut und in Prozent satte 24% und damit ca. 10 Prozentpunkte mehr als an einer Wallbox. Was bedeuten diese Tests für euch? Erstens, im Winter laden entweder wenn der Akku noch warm vom Fahren ist oder wenn ihr auf Tour gehen wollt, dann passend auf die Abfahrtszeit laden, damit der Akku etwas wärmer zum Start ist. Drittens, im Alltag möglichst eine Wallbox nutzen. Bei 100.000 gefahrenen Kilometern liegen die Mehrkosten fürs Schnarchladen bei ca. 500 €. Was macht nun den Lithium-Eisenphosphat-Akku so anders und besonders? Naja, die Technik ist neu für Tesla. Tesla drückt bei allen Dingen massiv aufs Tempo. Man ist hochagil, ist bereit, Risiken einzugehen. Tesla ist Meister der Software und kann jederzeit umfassend in den kompletten Fahrzeugbestand eingreifen und nachbessern. Laut einem Bericht von Inside EVs bestätigte der Zulieferer der Zellen, also CATL, dass es nur 9 Monate zwischen der Ankündigung des neuen Model 3 mit diesem Akkupack und dem Beginn der Lieferung dieser LFP-Zellen an Tesla dauerte. Normalerweise nehmen sich Hersteller für sowas eher so 2 Jahre Zeit. Das klingt also ganz danach, als fahren die betreffenden Kunden im Tesla First Mover Club. Die Kälteempfindlichkeit haben wir schon gesehen, aber es gibt noch eine zweite Herausforderung, nämlich woran erkennt das Auto, wie viel Strom noch im Akku ist? Gesteuert wird das von einem BMS Batteriemanagementsystem. Einer der zentralen Schwellenwerte ist die Spannung und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir zeigen in Rot den Spannungsverlauf eines normalen Ladevorgangs an einer Wallbox. Auffällig ist zum einen im mittleren Bereich ein extrem flacher Verlauf, an den Rändern dagegen ist der Verlauf sehr steil. So richtig auffällig wird es aber erst, wenn wir uns den Vergleich mit einem Akku mit klassischer Zellchemie anschauen. Die Spannung ist diesmal schwarz und die rote Linie zeigt einfach nur den ansteigenden Ladestand der Batterie. Im konkreten Fall diente ein Hyundai Ioniq als Referenz. Ihr seht, Spannung und Ladestand verlaufen einigermaßen parallel steil nach oben. Das BMS hat mit der Spannung einen guten Orientierungspunkt, während Tesla diesbezüglich mit einem Blindflug klarkommen muss. Wir springen direkt ins gleiche Bild für die Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Hier im Bild die Spannung in schwarz und in rot der Ladestand. Ihr seht sofort, das sieht ganz anders aus. Ganz klar Neuland in der Steuerung
Und die Temperatur und Leistung haben ja auch noch einen großen Einfluss. Um die Herausforderung noch etwas deutlicher zu machen, lassen wir das Auto mal stehen. Eine Stunde nach dem Ladevorgang fällt die Spannung ca. auf den Wert, den sie beim Ladevorgang bei ca. 15% hatte, und 8 weitere Stunden liegt sie noch ein Stück tiefer. Wenn ihr euch noch an die eingangs zitierten Statements der Kunden erinnert, dann tappt das BMS dieser Autos am Anfang ziemlich im Dunkeln, denn offenbar hat Tesla den Autos nicht die Punkte beigebracht, wo der Akku voll und wo er leer ist. Als Neukunde hat man offenbar die Wahl zwischen einem Auto, das bei 14% Ladestand auf der Autobahn einfach abschaltet, oder einem, das bei 68% aufhört zu laden. Das Kalibrieren des Akkus müssen offenbar die Kunden erledigen, aber eine Info dazu oder gar eine Anleitung liefert Tesla nicht. Es sei denn, ihr könnt Chinesisch und treibt euch regelmäßig im chinesischen Facebook namens Weibo herum. In einem Weibo-Post hat der Tesla die Besitzer aufgefordert, mindestens einmal pro Woche vollzuladen. Nicht nur das, sie sollten immer zu 100% aufladen, wenn das Auto an einer Stromquelle war. Wer Teslas Kommunikationspolitik kennt, weiß, dass so ein klares Statement gegenüber den Kunden nicht ohne Not erfolgt. Am steil aufsteigenden Verlauf der Spannung gegen Ende des Ladevorgangs sieht man deutlich, dass dies ein klarer Fixpunkt für das obere Ende der Kapazität für das BMS darstellt. Unten herum ist es da schon schwieriger. Es passiert lange nichts und dann kommt plötzlich der Absturz der Spannung und damit auch der Kapazität des Akkus und eben auch der Reichweite. Und das Auto muss quasi vorher wissen, wo dieser Punkt liegt, damit es die Kilometer sauber runterzählen kann und niemand liegen bleibt. 100% Laden ist im Allgemeinen nicht gut für die Akkus. Es hat sich in den sozialen Medien die Meinung verfestigt, dass dies bei den neuen Teslas mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus anders sei und die Akkus quasi unempfindlich gegen ständiges Vollladen seien. Das sehe ich anders. Der entscheidende Unterschied liegt in der hohen erwarteten Zyklenzahl dieser Autos, die weit über ein Autoleben hinausgehen. Insofern darf man die Akkus im Alltag ruhig etwas quälen, erst recht dann, wenn der Hersteller die obere Schwelle braucht, damit die Autos sauber laufen. Die untere Schwelle ist dagegen etwas heikler zu finden. Mein Testwagen hat nach dem zweiten Ladevorgang gerade mal eine theoretische Reichweite von 360 Kilometern angezeigt. Bei Tesla muss man wissen, dass dieser Wert ein fester Wert des Fahrzeuges ist, der sich aus der nutzbaren Kapazität und einem fest programmierten, meist sehr niedrigen Verbrauch berechnet. Andere Hersteller korrigieren diesen Wert je nach Fahrweise, Jahreszeit und Nutzung der Heizung. Bei Tesla ist das nicht so. Nach einigen Vollzyklen steigt dieser Wert bei den Tesla Model 3 aus China auf Werte im Bereich 400 bis 420 Kilometer, im Sommer vielleicht noch mehr. Damit nun keiner liegen bleibt, hält sich Tesla an der unteren Schwelle etwas Reserve. In der Grafik sehen wir zum einen den Ladestand laut dem integrierten BMS des Herstellers und den Wert, den Tesla den Kunden im Display anzeigt. Im Konkret wurde das Auto auf 0% laut Anzeige, sichtbar in Rot, leer gefahren, aber das BMS meint, es waren noch 13% Strom im Akku. Diese hohe Reserve erklärt natürlich auch die geringen Reichweiten der Kunden und warum ich, wie zuvor gezeigt, nur 44 bzw. 46 Kilowattstunden aus dem Akku herausbekommen hatte. Aber wo ist denn nun der Nullpunkt? Ich habe es für euch getestet. Ich bin das Auto auf 0% Anzeige leer gefahren und habe dann neben der Ladestation geparkt und die Heizung auf volle Leistung gestellt, 3 Fenster geöffnet, damit die Wärme rausgeht. Zunächst ein kurzer Blick noch davor auf Geschwindigkeit und Spannung. Ich bin auf den letzten Kilometern vor 0% nicht schneller als 90 Kilometer pro Stunde gefahren und auch keine Kickdowns. Trotzdem brach die Spannung teilweise auf fast 300 Volt ein, aber ich konnte ohne Warnmeldung leer fahren. Danach habe ich im Stand das Heizen gestartet. Ich habe dann ca. eine Stunde mit maximaler Leistung geheizt und nochmal 5 Kilowattstunden aus dem Akku geholt. Dann kam die Abschaltmeldung des Fahrzeugs. Wir schauen nochmal auf die beiden Werte für den Ladestand. Das Auto im Display bleibt natürlich auf 0% und der interne BMS-Wert fällt in dieser Stunde von 15 auf 5,5%. Wohin geht die Reise? Tesla ist der erste große Hersteller, der sich traut, diesen Weg mit den Lithium-Eisenphosphat-Akkus im Volumensegment zu gehen. Einzige Ausnahme BYD in China. Die ersten Schritte sind ganz offenbar nicht so einfach, aber Wettbewerber, die in günstigen Fahrzeugen ebenfalls LFP-Akkus einsetzen wollen, werden interessiert auf Tesla schauen. Tesla ist wieder Vorreiter, trotz der Kollateralschäden, die wir aktuell erleben. Wenn die Lebensdauer des Akkus hält, was man erwartet, dann ist er verglichen mit anderen quasi unkaputtbar und die Kunden bekommen ein Auto mit Sorglos-Garantie auf das wichtigste Bauteil. Mit diesem Akku entkräftet Tesla gleich 3 Argumente gegen das E-Auto. Zum einen den Preis. Tesla öffnet den Markt nach unten für neue Käufer.
Das passiert jetzt schon mit dem Model 3, in Zukunft vielleicht auch noch mit anderen Modellen. So zumindest die Ankündigung zum Battery Day. Zum Zweiten die Haltbarkeit. Auf dem Gebrauchtmarkt könnten die China-Kracher in einigen Jahren heiß begehrt sein, wenn nach 160.000 Kilometern die Garantie für den Akku abgelaufen ist und immer noch sehr hohe Reichweite angeboten wird. Und drittens das Thema Rohstoffe und Recycling, ich hatte es erwähnt. Die Zukunft dieser Akkus liegt vor allem in den Segmenten, wo es um Preis und Solidität geht und nicht um besondere Performance-Parameter. Das sind zum Beispiel Nutzfahrzeuge, dort ist sowieso genug Platz für einen großen Akku, und Kleinwagen, die brauchen nicht zu viel Reichweite und damit keinen großen Akku. Auch bei Volkswagen wird der Einsatz der LFP-Zellen in Fahrzeugen der neuen Kleinwagengeneration erwartet. Solche Autos werden manchmal jahrelang bewegt, ohne dass der Nutzer mal schnell laden möchte. Welchen Akku bekommen nun aktuelle Besteller? Dazu gab es von Tesla keine Aussage. Auf Teslas Homepage gab es aber ein klares Indiz, dass zukünftig beim Basismodell Fahrzeuge aus China nach Deutschland kommen sollen. Denn Tesla hat in der Beschreibung des Model 3 Standard Range das Fahrzeuggewicht auf den hohen Wert von 1745 Kilo ohne Fahrer gesetzt. Vermutlich erfolgte dies aber nur, um unzufriedenen Käufern vom Dezember den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn es geht für die deutschen Kunden weiter mit Facelift-Modellen mit bewährter Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Technologie aus den USA. Den Hinweis darauf gibt eine Liste von Bestellern, die im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum geführt wird. Die 7. Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer steht für den Akku. Die China-Modelle haben dort ein F und jetzt steht dort wieder ein E, also Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen. Unsere Einschätzung zum aktuellen Stand und was bringt das neue Software-Update. Die Fahrzeuge bewegen sich jetzt im abgesicherten Modus, das heißt erstmal fahren und möglichst nicht liegen bleiben. Tesla sammelt Daten und wird über Software-Updates nachjustieren. Der Kunde erledigt teilweise Entwicklungsarbeit für den Hersteller. Der Akku wird bei allen erdenklichen Möglichkeiten geheizt, zumindest beim Laden, aber teilweise noch nicht stark genug, um ihn im Winter zuverlässig schnell laden zu können. Die Kälteempfindlichkeit wird bleiben. Wer im Winter schnell laden will, muss hohe Verluste in die Batterieheizung investieren und auch bei anderen Gelegenheiten steuert die Software ohne Einflussnahme des Nutzers die Akkuheizung. Aktuell gibt es eine verringerte nutzbare Kapazität, um ein Liegenbleiben zu verhindern. Damit verbunden ist natürlich auch eine derzeit verminderte Reichweite. Wir gehen davon aus, dass sich die Autos im Zuge der Nutzung durch Software-Updates besser kalibrieren werden. Bei steigenden Außentemperaturen werden sie, wie alle E-Autos, auch mehr Reichweite bieten. Und auch das schnelle Laden wird im Frühjahr besser funktionieren. Doch nun zum Update. Was hat's denn gebracht? Wir zeigen euch sozusagen live die ersten Sekunden des Ladevorgangs und sehen ganz kurz einen Spitzenwert von 152 Kilowatt Ladeleistung. Da werden sich einige verwundert die Augen reiben, wer hätte das gedacht. Aber natürlich zählt er wie vorher auch die Ladeleistung relativ zügig runter. Das Auto hatte nach 20 Minuten 50% Ladestand erreicht und Strom für ca. 150 Kilometer winterliche Autobahn nachgeladen. Insgesamt dauerte der Ladevorgang knapp über eine Stunde und endete mal wieder bei angezeigten 91%, trotz neuer Software und warmem Akku immer noch First-Mover-Status. Geladen wurden 50 bis 51 Kilowattstunden, wobei diese nicht komplett im Akku landen. Es lief ja auch noch die Heizung für mich mit. Aber es bleibt bei unseren Videos spannend bis zuletzt. Zuerst zeigen wir euch noch die Ladekurven, gerne zum Teilen als Download auf unserer Homepage. Die 152 Kilowatt haben es nicht mal in die Werte geschafft, weil das Peak einfach zu kurz war. Das Intervall für die Grafiken liegt bei ca. 30 Sekunden zwischen den Werten. Und jetzt zeige ich euch noch ein wesentliches Detail, das sich im Update bei der Ladekurve verändert hat, nämlich der Verlauf der Spannung. Links mit alter Software und rechts nach dem Update. Wir sehen in weiten Teilen eine abfallende Spannungskurve. Sowas ist schon sehr speziell. Wer sich beruflich mit solchen Parametern beschäftigt, der erkennt die Tragweite. Teile unser Video gerne mit Kollegen im Intranet oder mit deinen Netzwerken auf LinkedIn. Alle Grafiken gibt es übrigens wieder kostenfrei zum Downloaden und Teilen in unserem Nextmove Blogbeitrag. Abonniere unseren Kanal, wenn du Transparenz für wichtig hältst und uns in dieser Mission unterstützen willst. Wir schauen zum Vergleich nochmal auf ein anderes Auto, Spannungsverlauf ID.3, an der gleichen Ladestation über einen Teil des Ladevorgangs. Dort sieht man auch als Laie, dass Teslas China-Kracher irgendwie anders ticken. Was sagt Nextmove dazu? Zuerst lassen wir noch einen Besitzer aus dem Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum zu Wort kommen.
Tesla scheint es nicht für nötig zu halten, den Käufer über ein Mehrgewicht von gut 130 Kilogramm zu informieren. Außerdem sollte man kommunizieren, dass die Ladegeschwindigkeit jenseits von Gut und Böse ist und dem ursprünglich beworbenen Modell 2020 deutlich hinterherhinkt. VW hat seine Käufer wenigstens vorher gefragt, ob sie Versuchskaninchen sein wollen, da sie Probleme beim Serienstart hatten. Genau so sehen wir das auch. Wir finden es problematisch, dass Tesla Fahrzeuge in den Verkauf bringt, ohne den Kunden einfache technische Eckdaten zum Fahrzeug bereitzustellen. Im Dezember und Januar haben Kunden bestellt, ohne zu wissen, welcher Akku in ihrem Auto steckt. Blindkauf als neuer Volkssport bei einer Neuwagenbestellung. Das gilt natürlich nicht nur für das Einstiegsmodel 3, sondern kann mutmaßlich bei allen neuen Modellen passieren, wenn Tesla am Akku etwas ändert. Und in den kommenden Monaten und Jahren stehen bei Tesla einige Veränderungen bei den Zellen an, sowohl bei den eigenen als auch bei zugekauften Zellen. Und wir finden es sehr schade, dass Tesla den negativ überraschten Kunden keine Hinweise zur Problemlösung gibt. Ungefiltertes Halbwissen aus Foren, YouTube oder chinesischen Blogseiten sind die Basis zur Selbsthilfe. Deshalb hat einer unserer Zuschauer das Auto gewandelt. Er schrieb mir: Was mich stört und letztendlich dazu geführt hat, dass ich den Rückkaufprozess eingeleitet habe, ist, dass ich mit vielen Leuten telefoniert habe und keiner wusste etwas. Das kann nicht sein. Von einem Werkstatttermin hat man mir abgeraten, der virtuelle Service hat nichts gefunden, ein mobiler Service muss nicht kommen, weil er könnte vor Ort auch nichts feststellen. Na was denn nun, fragte ich, man wird hingehalten und es passiert nichts. Ich fahre 8 Kilometer zur Arbeit und zurück, nach 4 Tagen ist der Akku leer, knappe 70 Kilometer. Es hieß nur, dazu kommt ein Update. Meine Meinung ist, wenn der Pkw nicht fertig entwickelt ist, gehört er nicht auf den Markt. Ein Versuchskaninchen möchte ich nicht sein und Service ist bei Tesla nicht vorhanden. Ich mochte Tesla immer, aber nach dem ganzen Hin und Her distanziere ich mich ganz weit von denen. Ich selbst habe das Auto im Laufe meiner über 1000 Testkilometer ganz gut kennen und eigentlich auch schätzen gelernt. Aber so wie Tesla es aktuell ausliefert, ist es nicht für normale Autofahrer geeignet, die ein langstreckentaugliches Elektroauto mit hoher Ladeleistung fahren möchten und sich gerade deshalb für ein Model 3 entschieden haben. Die mangelhafte Kommunikation von Tesla ist ein weiteres Problem. Zielgruppe für das Model 3 mit LFP-Akkus sind aus meiner Sicht Kunden mit hohen täglichen Fahrstrecken im Bereich 100 bis 200 Kilometer. Und zwar ohne, dass echte Langstrecke mit mehreren Stops gefahren wird und möglichst nicht aus kalten Gegenden, zum Beispiel Nordeuropa. Wer mit der Kälte klarkommen will, sollte das nötige technische Interesse zeigen oder unser Video anschauen. Für diese Kunden könnte sich langfristig das Auto zur genialen Sparbüchse entwickeln, wenn der Akku hält, was man erwarten kann. Das Model 3 mit LFP-Akku wird sicher seine Fans haben. Am besten wäre es, wenn Tesla die Kunden wählen lässt, welchen Akku sie bekommen. Zumindest aber sollte man vor einer Bestellung erfahren, welche Reichweite und Ladegeschwindigkeit zu erwarten ist. Wenn euch das Winterverhalten von E-Autos interessiert, dann schaut gerne noch unser Video an, in dem wir VW ID.3 und Kia e-Niro auf den kalten Akku geschaut haben. Das Video hat bereits über 170.000 Aufrufe und zeigt, dass der Winter alle Hersteller vor eine echte Herausforderung stellt. Teile das Video gern mit Freunden, abonniere den Kanal und wir sehen uns bereits am Freitag 18 Uhr zu Deutschlands meistgesehenen E-Mobility-Nachrichten wieder. Bleibt gesund und fahr elektrisch.